einen Zentimeter stehen lassen, dann denkt die Tomatenpflanze... Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei mir im Schrebergarten. Ich bin Maria und ich lebe in Berlin und heute nehme ich euch wieder mit durch meinen Schrebergarten. Wir werden einiges pflanzen, ein bisschen was ernten und ein bisschen was bauen. Ganz viel Spaß dabei! Ja, wenn wir heute in meinen Schrebergarten kommen, so direkt, kann man eins ganz merklich sehen. Und zwar, es hat wieder nicht geregnet. Und sogar die Kräuter, die normalerweise nicht so viel Regen brauchen, hängen das Köpfchen. Das heißt, heute muss ich echt viel gießen. Aber auch so, es blicken mich die Erdbeeren an, die ich ernten kann. Die Zwiebeln, da könnte ich ein bisschen was vereinzeln. Die sind schon schön geworden. Ja, Aubergine könnte Wasser vertragen, damit es endlich wächst. Und ansonsten, ja, das schauen wir uns gleich mal an. Ich möchte heute aber erstmal mit der Bewässerung beginnen. Und zwar habe ich, man kann es hier so ein bisschen erkennen, das ist nämlich noch nicht verlegt. Ich habe so ein Bewässerungssystem. So ein Tropfsystem, weil ich habe ja hier so einen ganz abgegrenzten Bereich an Gemüsegarten. Das sind hier diese Hochbeete und gefolgt vom Gewächshaus. Und hier im Gewächshaus, da habe ich es jetzt schon verlegt. Da habe ich dieses Bewässerungssystem. Das muss ich jeden Winter abbauen, wegen Frost und so. Und jetzt habe ich es wieder reingelegt. Ich nehme dann einfach immer nur hier das ab und verteile das dann. Denn im Hochbeet, im Gewächshaus ist ja immer so, dass dann kein Regenwasser reinkommt, wenn es denn mal regnen würde. Und ja, auch hier ist es trocken, halbwegs. Ein bisschen was ist noch in der Erde, aber es wird Zeit, dass ich die automatische Bewässerung anmache. Bin ja nicht jeden Tag im Schrebergarten, um hier zu wässern. Ist sowieso nicht gut, jeden Tag zu wässern, aber so kann ich die Zeitschaltuhr auch einstellen. Ja, was habe ich eigentlich gerade hier drin? Noch ein paar Reste Zwiebeln, die stehen hier so lange, bis ich halt das Zwiebelgut brauche. Eine einsame rote Beete. Borretsch, den habe ich von draußen hier reingesetzt, damit er dann schön blüht und die Insekten hier reinlockt. Dann die 4 Gurken, verschiedene Sorten, Salatgurken hauptsächlich, ein Stückchen Salat, der irgendwie noch übrig geblieben ist. Und ja, hier vorne wachsen wild ein paar Tomaten. Die lasse ich jetzt mal stehen, mal sehen, was aus denen wird. Und hier vorne habe ich auch noch mal 2 Tomaten hingesetzt. Denen geht es ganz gut. Aber das sind alles selbstgezogene Tomaten, deswegen sind die jetzt noch nicht so groß, sondern blühen gerade erst mal. Also so weit bin ich noch nicht mit den Tomaten, weil einfach die Anzucht dieses Jahr deutlich länger gebraucht hat. Ich konnte noch nicht eher mit der Bewässerung richtig starten, weil mir tatsächlich ein kleines Teil kaputt gegangen ist. Das habe ich jetzt nachgekauft. Das ist hier so ein Adapter, den ich brauche, den ich vorsetzen muss zwischen Schlauch und diesem Tropfsystem. Und das baue ich jetzt mal an. Ich hoffe, das geht problemlos. Also ja, mal gucken. Das ist nämlich hinter dem Gewächshaus. Ach, hier vorne, der Tomate, die ich hier vorne gesetzt habe, geht es auch gut. Dem Dill geht es auch gut. Hinter dem Gewächshaus läuft die Wasserleitung. Die habe ich hier durch den Boden gezogen. Da hinten ist der Wasserhahn. Da hinterm Haus ist eigentlich der Wasserhahn. Aber den Schlauch habe ich im Boden entlang laufen lassen, damit ich hier hinten dann den Anschluss habe. Und hier stecke ich jetzt den Adapter mal drauf. Ja, schauen wir mal. Ich hatte vorher ein Zwischenstück, welches nur 1000 Liter pro Stunde durchlässt. Und jetzt habe ich eine größere Version genommen. Hoffe, dass das ein bisschen effektiver ist. Okay, ist ja ein Riesenteil. Okay, das sieht leicht aus. Hier ist ein Pfeil drauf, in welche Richtung das Wasser fließen wird. Also das Wasser kommt ja von mir aus und das Wasser
Kommt der vom Schlauch, also werde ich diesen Adapter benötigen. Und dann geht es in einen schwarzen Plastikschlauch, der ein bisschen dicker ist. Dieses System arbeitet mit 2 verschiedenen Schlauchgrößen, die stehen noch jetzt vorne drauf. Irgendwie 13 mm und der dünne mit den 4,6. Man kann anscheinend auch den dünnen direkt anschließen. Hat man hier den Adapter dazu. Brauche ich aber nicht, weil ich habe zuerst den großen. Und wie mache ich das jetzt? Ach, drehen. Ach ja, die haben das System ein bisschen verbessert. Vorher war das so mit so Metallklemmen. Jetzt sind es Drehvorrichtungen. Finde ich gut. Na dann suche ich mal diesen anderen Schlauch. Ich habe dieses System übrigens schon seit jetzt im 4. Jahr und hatte damit gute Erfahrungen. Okay, das müsste fest sein. Und jetzt rein. Das war's. Jetzt werde ich mal das Wasser anstellen und wenn das jetzt nicht da komplett rausspritzt, dann habe ich wohl alles richtig gemacht. Achtung, ich gehe kurz zum Wasserhahn und denke mal so, Wassermarsch. So, man hört was, aber man sieht nichts. Oh ja doch, da hinten läuft doch noch ein bisschen raus. Ich weiß nicht. So, ich habe es jetzt noch mal neu gesteckt. Es war doch noch nicht richtig drauf und nicht richtig zu. Und jetzt mache ich das Wasser wieder an. Jetzt gehe ich mal ins Gewächshaus, ob hier denn das Wasser angekommen ist. Nein. Absolut nichts. Wo geht denn das Wasser? Also irgendwie tropft es hier doch noch, aber das Hauptproblem... Ah ja, jetzt sehe ich es. Ich muss doch Platz machen. Ich habe hier so ein bisschen Kram gelagert. Das sollte man nie machen, so eine Kramecken, aber passiert dann doch. Wenn ich den jetzt wieder dran mache, ihr seht hier, die Steckverbindung ist noch eine andere gewesen mit so Metall. Jetzt haben sie es ein bisschen verbessert. Wenn ich das jetzt wieder anbringe, dann geht's. So, dann mache ich das Wasser noch mal an und schau mal, ob es jetzt funktioniert. Ist übrigens keine Werbung in dem Sinne. Also ich habe mir das vor Jahren selbst angeschafft. Ist eine Investition, aber für mich und meinen Garten funktioniert es eben, weil ich alles in Hochbeeten habe. Und das habe ich halt zusätzlich zu den Olas. Das funktioniert gerade ganz gut. Ich leite das dann jetzt einfach immer ein bisschen mehr zu den Pflanzen, die es auch brauchen. Tada! Wunderbar. Hier tropft es auch schön runter. Und dann schaue ich halt, dass alles nicht in der Erde steckt so beim Tropfen, sondern so ein bisschen davor ist. Dafür gibt es ja noch diese kleinen Piekserchen, die man da reinmachen kann. Und hier tropft es mir jetzt noch nicht genug, wo ich das neu reingemacht habe. Deswegen drehe ich das ein bisschen auf. Damit einfach mehr rauskommt. So. Sieht gut aus, hört sich gut an. Und so gehe ich durch den ganzen Garten und stelle mir mein Bewässerungssystem so sukzessiv wieder ein. Na, mit einer Hand. Nein! Ja, das kann manchmal passieren. Jetzt ist es ganz abgegangen. Ah, ich glaube, ich lege euch doch kurz mal zur Seite. Nee, geht noch. Oh, jetzt habe ich es hingekriegt. Wo ich jetzt einmal bei den Tomaten bin, die sind natürlich gerade ein bisschen traurig. Gucke ich auch nach Geiztrieben und da habe ich einen neuen Trick neulich gesehen. Hier, wo diese kleinen Geiztriebe kommen. Man soll nicht den Geiztrieb ganz unten abzwicken, sondern einfach noch so einen Zentimeter stehen lassen. Dann denkt die Tomatenpflanze, der Geiztrieb sei noch da. Denn meistens passiert es ja so, dass man an dieser Stelle gleich nochmal einer kommt. Ne? Später. Probiere jetzt mal aus, dass ich einfach, wenn hier dieser kleine Geiztrieb ist, dass nur diese Blätter abnehme und den Stiel einfach stecken lasse. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich habe es noch nicht gemacht, deswegen Empfehlung und Tipp ohne Erfahrung. Ja, im Gewächshaus stehen auch noch ein paar Anzuchten. Ich habe zu viele Tomaten. Ein paar
packen wir gleich noch mit raus. Ich habe mir noch so eine kleine Stelle gebaut anstelle eines Gewächshauses, weil ich irgendwie noch nicht dazu gekommen bin, ein Tomatengewächshaus zu bauen. Und hier, gut, das muss jetzt noch nicht raus. Da habe ich den Lavendel versucht zu vermehren. Hier ist Rosenkohl. Immer schon an die Winterernte denken. Die muss man ja früh genug vorziehen. Hier ist noch Melone. Die werde ich heute auspflanzen, genauso wie Süßkartoffel. Und da hinten sind noch Reserve von der mexikanischen Minigurke. Für eine Freundin habe ich die vorgezogen. Ein bisschen Salat. Den werde ich auch gleich noch reinsetzen. Und ganz ehrlich, ich habe Physalis wie immer vorgezogen. Und eigentlich denke ich mir, wenn man am 14.02. damit anfängt, könnte es größer sein. Aber leider nicht. Die werden aber heute auch ausgepflanzt. Machen wir gleich. Wir gehen gleich mal zu der mexikanischen Minigurke und nehmen die Süßkartoffeln mit. Die werden nämlich daneben gesetzt, das weiß ich schon. So, die habe ich auch selbst gezogen. 2 Pflänzchen reichen für mich. Ich brauche ja keine Riesenernte. So, hier in diesen 2 Schneckenkragen stehen meine mexikanischen Minigurken. Und ich habe eigentlich gedacht, das geht wieder mal schief dieses Jahr. Irgendwas ist meistens immer. Entweder es war dann wieder zu viel Dünger oder es kamen die Schnecken. Deswegen habe ich noch einiges in Reserve. Aber dieses Jahr, da wir ja keine Schnecken haben, geht es denen gut. Hier ist schon das Rankgerüst, welches ich da schon mal vorsorglich hingestellt habe. Welches ich sehr hässlich mit Kabelbindern verschlossen habe. Ich werde nachher mal was ausprobieren gleich, was ich auf der Messe gesehen habe, um Rankgerüste besser aufstellen zu können. Das bauen wir nachher, aber jetzt ist gerade Mittagsruhe, deswegen machen wir das später. Ich pflanze jetzt erstmal die Süßkartoffeln ein, hier gegenüber in dem Beet, wo die Kohlrabis standen. Die habe ich jetzt abgeerntet. Jetzt sind hier die Reste von einer Bohne, die extrem belaust ist. Da habe ich wohl die Marienkäfer gefüttert. Guck mal, da ist sogar einer, aber das ist so ein asiatischer Marienkäfer. Die haben halt 2 Bohnen voller, oder 3 Bohnen voller Blattläuse. Nicht sehr erfolgreich, nicht sehr erfolgreich. Den Mohn pflanze ich gleich um und diese 2 Kartoffeln, die hole ich mal raus. Die gehören eigentlich nicht ins Beet. Das ist ein Überbleibsel aus dem vorigen Jahr. Mit den Kartoffeln mache ich genau das, was ich schon mit den letzten, die ich überall gefunden hatte, mache. Ich nehme die raus und setze die in einen extra Kübel. Ich zeige euch dann nämlich mal, was mit denen passiert ist, die ich schon umgesetzt hatte. Ob das jetzt zu einem Ertrag führt, das werden wir dann später sehen. Aber jetzt setze ich die erstmal raus. In den meisten Fällen habe ich nämlich nur so eine ganz kleine Kartoffelchen irgendwie hier nicht rausgeholt aus dem Hochbeet. Und nur deswegen habe ich jetzt hier Kartoffelpflanzen. Okay, seht ihr das? Sehr witzig. Der Strang zur Kartoffel geht super weit runter. Ich vermute mal, die Kartoffel liegt richtig tief. Weil das ist jetzt die Kartoffelpflanze mit den 3 Babys dran. Aber die Ursache und die Hauptquelle habe ich noch nicht mal erreicht. Obwohl ich jetzt hier gerade so einen Riesenpacken nicht verrottete Blätter rausgeholt habe. Mal sehen, wie tief es noch geht. Jetzt habe ich die Pflanze rausgeholt und habe jetzt hier so eine lange Pfahlwurzel mit ein paar Kartoffelchen dran. Und die setze ich jetzt einfach woanders hin. Und wir gucken, was das Experiment bringt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, hier jagen gerade 2 Krähen ein Bussard. So, die eine Kartoffel ist jetzt raus. Widme ich mich diesen anderen beiden hier hinten. Den Mohn, den werde ich auch gleich umsetzen. Und meine Blattlausbohne, die darf bleiben. Vielleicht kriege ich wenigstens ein bisschen Saatgut raus. Denn so, also das hier hat auch wieder funktioniert. Ich habe hier jetzt den Wurzeltrieb zusammen mit so kleinen Mini-Kartoffelchen. Das setze ich jetzt um.
werde ich jetzt erstmal gießen und dann kommt ein bisschen Dünger und dann die Süßkartoffel da rein. Kann man ja übrigens auch immer gut machen, wenn man nur ein bisschen mit Blattläusen zu tun hat, dass man die so ein bisschen abspritzt. Die können dann nicht wieder hochklettern. Wässern. Hier übrigens hatte ich schon neue Bohnen gesetzt. Solche gelben Wachsbohnen. Weil die lege ich im Herbst, Winter, also im Herbst gerne ein als Winterfutter. So, Beet ist gewässert. Bohne ein bisschen von den Blattläusen befreit. Das war übrigens eine Fava-Bohne. Die richte ich jetzt mal hier so ein bisschen. Und dann packe ich die Süßkartoffel. Ach, guck mal, ist immer noch ganz schön trocken. Ich habe jetzt hier wirklich ein paar Minuten gewässert. Muss ich gleich nochmal. Und jetzt kommen erstmal die Süßkartoffelpflänzchen in die Erde. Ach, den Dünger. Jetzt habe ich natürlich den Dünger vergessen. Dann kommt jetzt doch noch etwas Dünger. Einfach so ein Gemüsedünger. Der kommt jetzt noch ins Pflanzloch. Und dann kommt die Süßkartoffel dazu. Da ich jetzt ein bisschen Platz noch im Beet habe und auch noch ein paar Basilikumpflänzchen und Salat, werde ich das jetzt noch so ein bisschen hier dahinter packen. Der Salat wird eh schneller fertig sein. Oh, hier kommt die Bohne. Okay, ich bin zu früh. Das ist, weil ich mir hier mal kein Schildchen gemacht habe, wo die Reihe ist. Okay, hier habe ich anscheinend noch eine Möglichkeit, eine Reihe Salat dazu zu setzen. Ich habe gerade im Gewächshaus gesehen, bei den vorgezogenen Pflänzchen, da ist auch eine Schnecke irgendwie über die Anzucht drüber gelaufen. Ich sehe die Schneckenspuren und ein bisschen den Schneckenfraß. Nicht viel, aber war auf jeden Fall eine kleine Schnecke zu Besuch. So, ich würde sagen, das Feld ist bestellt. So, ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn man den Rucola blühen lässt. In diesem Fall ist er ja jetzt komplett verblüht. Was man schön erkennen kann, ist, dass jetzt diese Schoten entstanden sind. Und in den Schoten befindet sich der Samen. Im grünen Zustand ist er noch nicht reif. Der wird dann ganz vertrocknet und so ja, sandfarben, die Schote. Und dann fallen auch kleine schwarze Samenkörnchen aus den Schoten raus. Momentan ist es noch grün und ganz saftig und fruchtig und ist eigentlich noch nicht fertig. Damit ich aber an dieser Stelle hier jetzt nicht demnächst ganz viel Rucola wachsen habe, werde ich den Samen jetzt einpacken. Also die guten, kräftigen, die packe ich jetzt und verwahre ich separat in einer Tüte. Weil wenn die dann reif sind, dann springen die auf und die Samenkapseln öffnen sich. Und das kann man gerne machen, wenn man so ein Beet hat, wo es sich immer selbst aussamt. Aber das habe ich jetzt hier nicht. Drumherum, den Rest werde ich entfernen. Und das packe ich jetzt nicht auf den Komposthaufen, sonst habe ich dann tatsächlich überall. Ja, und weil das natürlich unfassbar hässlich aussieht, wenn man jetzt eine Plastiktüte im Beet hat, mache ich noch so eine kleine grüne Papiertüte drum. Aber ich mache auch noch, damit es nicht schimmelt, so im oberen Bereich so Löcher. So, ein bisschen versteckt unter den Kartoffeln. Die Physalis kann jetzt hier schön wachsen. Ja, und auch hier werde ich noch ein bisschen mulchen, da ich einfach weiß, wie trocken es sein wird. So, kommen wir zum nächsten, und zwar gleich nebenan. Hier sind ja meine Knoblauch und die eine Tomate drin.
Und verrückterweise ist jede Knoblauchzehe in die Blüte gegangen. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe gedacht, das ist ja mir noch nie passiert. Aber es liegt anscheinend oder kann an der Sorte liegen. Und damit jetzt nicht alles in die Blüte geht, werde ich die Blüten alle rausnehmen und gleich mal schauen nach einem Rezept. Ich habe gesehen, man kann die grillen, aber ich grill heute jetzt nicht oder die nächsten Tage. Aber vielleicht kann ich die auch einfach in Öl einlegen. Das gucke ich gleich mal und sage euch gleich mal Bescheid, was ich gefunden habe, was man mit diesen kleinen Knoblauchblüten machen kann. Ich habe jetzt schon mal kurz recherchiert. Und ja, man kann die wohl auch so in Essig einlegen, blanchiert sie kurz, macht so ein Essigöl oder macht sich ein Pesto draus. Also genauso wie ein Pesto mit Basilikum, mit Nüssen und Parmesan. Aber was man auch machen kann und was glaube ich, weil ich es einfach jetzt nicht habe und ich es auch spannend finde, ist Knoblauchsalz. Das heißt, ich werde die jetzt klein schneiden, die Sonne nutzen, die da ist und das schon ein bisschen trocknen und danach in den Dörrautomaten und dann mit Salz zu Knoblauchsalz verarbeiten. So, jetzt sind die Knoblauchblüten alle weg und ich habe eine kleine Knoblauchblütenernte. Ich weiß nicht, was ich immer falsch mache, aber auch Erdbeeren ist dieses Jahr ja, so ein mäßiger Erfolg. So 1, 2 für die Kids zum Naschen reicht's, aber so eine richtig gute Ausbeute habe ich leider nicht. Vielleicht kommen sie noch. Was allerdings richtig gut geworden sind, sind die Steckzwiebeln. Ich muss nochmal hier das Beigrad rausholen, was hier nicht reingehört. Veilchen und Vergissmeinnicht. Ja. Und jetzt hole ich mal die Zwiebeln raus, die so ein bisschen an der Stelle stehen, die vielleicht etwas zu eng wird. Die sind jetzt nicht lagerfähig so gut, aber für den Küchengebrauch ist perfekt. Und das ist doch schon mal eine ordentliche, stattliche Größe. So, mit dem Hochbeetabschnitt bin ich erstmal fertig. Und hier drüben ist ja meine Beerenabteilung. Das sieht schon richtig toll aus. Hier kommen schon die ersten blassroten Johannisbeeren, Stachelbeeren. Ja, da sind schon einige schön groß. Kann noch ein bisschen größer werden. Himbeeren ist bei mir noch nicht so weit. Es liegt aber auch in der Sorte. Ich habe hier eine Sorte, die hat schon kleine Beeren. Und das hier sind die Herbsthimbeeren. Die kommen erst später. Und hier sind die schwarzen Johannisbeeren und die sehen auch gut aus. Gut, dass man sich eigentlich um die Beeren nicht so viel kümmern muss. Ich habe euch schon mal erzählt, ich liebe es, wenn die Beeren auf so einem Stämmchen sind. Also ich zeige es gleich mal von der anderen Seite. Hier auf so einem Hochstamm. Mein Mann sagt zwar immer, dann sind nicht so viele Beeren dran, aber ganz ehrlich, ich finde es super. So, daneben ist ein riesiger Strauch ohne Früchte. Den werde ich demnächst mal zugunsten einer anderen Johannisbeere austauschen. Dann kommt hier nochmal ein Hochstämmchen mit roter Johannisbeere und noch ein kleiner. Und die Kirsche, die langsam auch Farbe bekommen. Das sind so blassrote Kirschen. Die werden nicht mehr lange dauern. Zeige ich euch und löse hiermit auch das Gewinnspiel auf. Ich hatte euch ja gefragt, was ist das hier für ein Bäumchen, welches ich mir ganz neu gepflanzt habe. Ich kann euch mal schauen, wie der Zustand aktuell ist. Von der Blüte jetzt hier direkt in die Frucht und tatsächlich, wenn man genau hinschaut, die ersten Früchte gehen schon in die Färbung. Warte. Und ihr habt es eigentlich alle richtig erraten. Es ist eine Maulbeere. In dem Fall habe ich mich für eine rosa Maulbeere entschieden. Ich werde den Gewinner, die Gewinnerin jetzt hier einblenden.
Du schreibst mir einfach eine E-Mail und dann bekommst du deinen Gutschein von mir persönlich zugeschickt. Ich freue mich sehr, dass ihr da so alle teilgenommen habt und dass ihr es natürlich alles gewusst habt, war mir klar. Gehen wir mal weiter. Im Garten habe ich jetzt hier hinten, hier steht schon mal mein Stativ, ich darf nicht umfallen, eine neue kleine Ecke eingerichtet und habe es nicht mitgefilmt, weil ich dachte, es ist ein bisschen müßig, wenn ich euch zeige, dass ich hier hässliche Bottiche hinsetze. Hier sollte eigentlich ein Gewächshaus hin, aber irgendwie schaffe ich es zeitlich nicht. Ach ja, und die Bottiche habe ich euch vielleicht schon mal erzählt. Der Boden hier unten ist etwas kontaminiert mit etwas zu viel Blei. Deswegen überall, wo ich was pflanze, muss ich entweder die Erde austauschen oder in Töpfen anbauen. Und weil hier jetzt die Tomatenpflanzen stehen dürfen, habe ich die Bottiche benutzt. Ich muss noch ein bisschen Erde besorgen dann, aber es macht nichts. Die ersten Tomaten habe ich eingesetzt. Hier mache ich jetzt gleich noch mehr. Dann habe ich hier die Beeren noch, die Blaubeeren, Heidelbeeren. Die haben ja sowieso eine andere Erde. Und hier kommen noch gleich Tomaten hin, denn ich habe ja immer noch Tomaten, die ich einpflanzen muss. Ich bin so spät dran. Schrecklich. Und dann hat endlich hier auch mein Insektenhotel ein Zuhause. Das ist noch nicht ganz fertig, das Hotel. Ich mache das, wenn ich dazu komme, immer ein Stückchen weiter. Jetzt muss ich auch mal anbringen und das Schild aufhängen. Denn hier ist dann das Insektenreich. Unten drunter blüht demnächst dann der Lavendel und dann werden hier die Insekten auch rumschwirren. Das werde ich noch mit Steinen ummanteln. Die muss ich noch besorgen. Das ist mal ein bisschen anstrengend, weil ich habe ja kein Auto. Und dann kann man so nur einen Stein oder zwei mit dem Fahrradanhänger transportieren. Das sieht immer lustig aus, wenn ich das mache. Aber so ist das halt, wenn man kein Auto hat in Berlin und keinen Bock hat, sich das liefern zu lassen. Es soll dann ungefähr so sein. So Rasenkante und rote Steine davor. Das lässt sich einfach hervorragend mähen. Weil ein bisschen Platz mit Wiese habe ich ja dann doch für die Kiddies. Ich wollte euch noch ein bisschen zeigen, was so blüht. Genießt einfach die Ruhe und Stille. Ich habe ja gesagt, ich möchte heute unbedingt noch was bauen. Und da habe ich mir gerade mal so ein paar Holzwürfelchen aus meinem Holzrestposten gesucht. Denn ich habe auf der Messe, auf der ich ja war, etwas gesehen, was einem hilft, Bambusrankgerüste zu bauen. Ich blende euch mal ein Bild davon ein. Also dachte ich, baue ich davon einen Prototypen. Und das sollte ja wohl nicht ganz so kompliziert sein. Ja, eigentlich recht einfach. Ich schätze mal Löcher rein, die man leicht schräg ansetzt. Ich fange nochmal mit dem kleineren an. Das ist jetzt kein schönes Holz. Kann man sicher nicht noch schöner machen, aber so als Prototyp könnte das ganz gut funktionieren. Ja, und dann wollt ihr alle im Video sein oder lauft ihr schnell vorbei? Weißt du, ich bin ja im Haus mit Hallo! Ich habe jetzt erstmal so 3 Löcher vorgebohrt mit einem etwas kleineren Bohrer. Und jetzt habe ich den größten genommen, der in die Maschine passt.
So, jetzt probiere ich das mal aus, ob da überhaupt jetzt so eine Bambusstange schon reinpasst. Teilweise würde ich sagen. Ich glaube, also bis auf das eine Loch, das habe ich wahrscheinlich einfach zu nah, sieht es ganz interessant aus. Bin jetzt mal zum Beet gegangen, um das mal euch jetzt quasi vor Ort zu zeigen. Also die eine Stange, die geht nicht richtig rein, da habe ich den Winkel nicht perfekt gemacht. Man muss den Winkel anscheinend auch gar nicht so sehr steil machen. Aber so. Könnte es funktionieren. Also man hätte auf jeden Fall eine Möglichkeit, sowas aufzustellen. So, also mit 3 funktioniert es gut, aber die Löcher sind zu nah beieinander. Ich habe jetzt gerade in meinem Fundus noch so einen Kreis gefunden, habe gedacht, was wäre denn, wenn der Kreis oben der Abschluss wäre? Also probiere ich mal im Kreis ein paar Löcher hinein zu bohren, so leicht schräg. So, schaue ich mal, was da passiert, wenn man hier 3 reinsteckt. Ja, was soll ich sagen? Irgendwie gefällt mir das mit der runden Scheibe irgendwie auch ganz gut. Jetzt braucht man bloß gleich dicke Bambusstäbe und ein bisschen längere, damit man die richtig durchstecken kann und die oben ein bisschen rausgucken. Ich finde das nämlich schöner. So, ihr Lieben, es sind genau 24 Stunden später. Und man hört nur noch das Vogelzwitschern und sonst nichts mehr. Warum? Weil gerade keine Kinder in der Nähe sind. Das hat gewisse Vorteile, wenn die Kinder gerade einen Ausflug hier in der Kolonie machen und ich endlich weitermachen kann mit euch. Ich war nämlich heute auch neue Bambusstäbe holen. Ich hatte keine mehr für dieses Projekt. Ich dachte, ich hätte noch welche. Jetzt habe ich welche geholt. Die sind, keine Ahnung, 1,50 Meter. So, jetzt habe ich es endlich alles durchgekriegt. Und jetzt stecke ich das mal ins Beet. Mal gucken, wie das ausschaut. Kommt mal mit. Ich habe mir jetzt mal hier die Stelle ausgesucht, wo die 2 Gurkenpflänzchen sind. Und versuche mal mein Glück jetzt mit diesem Gestell. Es ist, ich würde sagen, super simpel, aber funktioniert. Ich bin ganz happy. So, hier nochmal so richtig zum Vergleich. Daneben ist eins, welches hässlich mit Kabelbindern montiert ist. Und hier jetzt die Variante wie so eine Art Tipi. Sieht doch ganz ansprechend aus. Fällt nicht um, ist schön stabil und man kann es sofort wieder umbauen. Und im Winter einmotten. Ich freue mich, wenn ihr bis hierher geschaut habt und danke euch ganz, ganz lieb. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert bitte gerne meinen Kanal, dann sehen wir uns nächste Woche genau hier an dieser Stelle wieder. Macht's gut und frohes Schaffen!